Was bisher geschah. Im Frühling 2025 startete ich eine Bikepacking-Tour. Von Ulm aus sollte es bis nach Barcelona gehen. Nach 2 kalten Tagen in Deutschland fuhr ich bei wechselhaftem Wetter weiter durch die Schweiz, geradewegs Richtung Frankreich. Und nach einem Abstecher in Avignon, dem Pont d'Arc und Nîmes kam ich endlich am Mittelmeer an. Weiter die Küste entlang ging es mit reichlich Gegenwind ins Inland zur Stadt Carcassonne. Und nach einer wunderschönen Abfahrt durch die Gorge de Galamue war der Plan, am nächsten Tag über die Pyrenäen nach Spanien zu fahren. Und dann kam der Regen. Damit willkommen zum Finale von Project Barcelona. Ja, damit war mein Plan, vor dem Regen am Gipfel anzukommen und dort irgendwo zu zelten, gescheitert. Und so war die erste Strategie, abwarten, dass der Regen ein bisschen nachließ. So warm, der Asphalt wahrscheinlich, dass die Straße dampft. So, es wird langsam besser. Ich glaube, das Gröbste ist erstmal vorbei. Mal gucken, ne? Oh. Ah ja. Wäre zu einfach. Zu schön. Yay! Verrückt. 1 Kilometer weiter hat es einfach nicht geregnet, hey. Der ganze Asphalt ist trocken. Das einzige Nasse bin ich. Tatsächlich war nicht nur ich nass. Ein einziger Rennradfahrer hatte sich bei dem Wetter auch die Berge raufgetraut. Das Wetter sah plötzlich viel besser aus und ich dachte schon, dass es das gewesen wäre. Aber ich sollte noch ein ganzes Stück nasser werden. Und nach einer strategischen Essenspause überraschte mich die zweite Welle Regen. Und die sollte auch mein Begleiter bis zum Gipfel bleiben. Kühlen Kopf bewahren, ne? Ja, Gott, ich glaube, ich habe noch 10 Kilometer und dann bin ich oben. Yay! Wahrscheinlich noch so eine Stunde Anstieg bei dem Regen, aber dann war es das. Schauen wir mal. Der Witz ist, das harte Stück kommt erst noch. Ich meine, und wir sind jetzt offiziell in den Wolken angekommen. Ah ja, hier regnet es sogar noch schlimmer. Ich weiß nicht, da hinten, das sieht man auf der Kamera nicht so, sieht es heller aus, aber hier, ja, scheiß auf über den Wolken, hey. Wobei ja, über den Wolken schon, aber in den Wolken nicht so geil. So. Ich habe noch ein paar Kilometer. Boah, man sieht gar nichts mehr. Ich trapp mal weiter. Madame Sonne, das ist doch ein Scherz, oder? Ach Mann, ich fasse es nicht. Klar, es ist schön am Gipfel eine schöne Aussicht zu haben, aber muss ich dafür bis zum Arsch nass werden? Leute, man kann es kaum sehen, aber wir sind in Spanien. Da vorne ist er. Heilige Scheiße. So, ich habe sogar noch für die Feier des Tages 2 Colaflaschen. Geil. Oh. So, ich bin jetzt hier auf der anderen Seite beim Aussichtspunkt.
Man kann wirklich schön die Berge sehen und tatsächlich da hinten unten ist Mollo. Ich muss sagen, ja, hier rüber zu kommen hat meine Entscheidung abzufahren sehr leicht gemacht. Es ist hier wirklich eisig kalt. Jesus Christ. Hier hat halt einfach 4 Grad jetzt schon. Nope, nicht mit mir. Ich bin im Urlaub, das muss nicht sein. Mal gucken. Da hinten sieht es blauer aus. Ich meine, Wolken sind okay, aber die Kälte finde ich jetzt gerade ungeil. Deswegen, ja, für mich geht's heute runter. Und wenn ich vollkommen verrückt bin, dann geht's bis nach G-Town, also Girona. Schauen wir mal. Und dann chill ich am Meer. Das ist mir allemal lieber. Aber ja, das Problem war wahrscheinlich wirklich, ich bin einfach einen Tag zu früh da. Radreisegott hat meinen Plan gesehen, alles vorbereitet. Was mache ich? Ich komme einen Tag früher an. Jetzt ärgern wir uns beide. Naja. Oh, Scheiße. Oh, es ist kalt. Erstmal freibremsen hier. Unser Auto ist noch auf die Fresse. Oh. Okay, Leute, es geht los. Das Bergdorf Camprodon. Hier wollte ich eigentlich schlafen. Aber der Ort ist noch so weit oben in den Bergen, dass die Temperatur wirklich noch nicht angenehm war und die Lust dort irgendwo zu zelten mir relativ schnell verging. Und deswegen wollte ich weiter abfahren. Was wirklich schade war, denn Camprodon ist wirklich schön und ich glaube, ich werde definitiv nochmal vorbeischauen, aber bei schönerem Wetter. Und so ging es weiter in die Abfahrt Richtung Girona. Da ist sie. Ich bin genau in der Mitte, hinter mir grau, ganz vorne grau. Sie ist endlich da, die Sonne. Eine kurze Pause. Und jetzt weiß ich, was mich so verwundert hier. Und zwar, wenn man schaut, wir kommen ja eigentlich so aus einer steinigen Gegend drüben in Frankreich. Und hier ist einfach alles grün. Irgendwie hier auf der Seite hat sich auf einmal die gesamte Vegetation geändert. Ja, Leute, man sieht, es geht bergauf. Beim Plan der Tour hatte ich die wunderbare Idee, auf dem Weg nach Olot einen Berg einzuplanen. Und jetzt bin ich in weiteren 6 Kilometern Anstieg gefangen. Yay! Ach ja, und in dem Augenblick fühlte ich mich wie der dümmste Mensch der Welt. Doch was ich noch nicht wusste, dieser Anstieg sollte mich mit einer wundervollen Aussicht und Abfahrt belohnen, die sich für immer in mein Gedächtnis brennen sollte. Das war's. Nochmal ein Col hier. Collada de Santigosa. Schaut euch das mal an. Hier zieht einfach wieder der Hochnebel und die Wolken hoch. So. Ich glaube, das war's für heute, was große Berge angeht. Jetzt geht's runter nach Olot. Aber flott, oh Gott. Boah, Leute, schaut euch das an. Oh Gott, was eine Aussicht. Es hat sich definitiv gelohnt, hierher zu kommen. Da hinten schneebedeckte Gipfel. Hier unten alles grün. Abgefahren. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun.
on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Olot empfand ich eher als kleineres, unscheinbares Städtchen und nach einem kleinen Einkauf fuhr ich direkt weiter, denn je mehr Höhenmeter ich verlieren würde, desto angenehmer sollte die Nacht werden. Okay, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Ich glaube, wir sind mal wieder auf einer alten Bahnstrecke unterwegs. Hey. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. So Leute, das war's. Wasser ist jetzt auch drin. Jetzt können wir so lange cruisen, wie wir wollen. Und dann Lager aufschlagen. Guten Morgen, Leute, zu Tag 13. Gestern ging es noch relativ lange. Ich habe es jetzt nicht vor die Tore von Girona geschafft, sondern bin jetzt irgendwo zwischen Girona und Olot. Gestern ging es noch relativ lange, noch weit gefahren, aber irgendwann dann keine Lust mehr gehabt, Zelt aufgebaut und dann gegessen und geschlafen. Ja, die Nacht war doch ein bisschen kälter. Man merkt, ich habe noch immer die Jacke an. Deswegen schauen wir jetzt mal. Jetzt wird erstmal gefrühstückt, Kaffee getrunken. Man hört schon, ich bin direkt neben der Straße, beziehungsweise nicht so weit entfernt. Und dachte, hier wäre so ein Feldweg, wo niemand vorbeikommen würde. Jede Stunde kommt ein Auto vorbei. Ich weiß auch nicht warum. Wo die alle hinwollen. Hier ist wirklich der Arsch der Welt, aber egal. So, ich habe fertig zusammengepackt und tatsächlich habe ich hier übernachtet. Gorge de la Mola. Tatsächlich ab hier beginnt das Naturschutzgebiet und direkt davor habe ich geschlafen. Also alles richtig gemacht. Ja, hier gibt's, was sind das, Wildmäuse? Rata de Bosque und Rata de Agua. Wasserratten. Genau. Und ab da drin ist Zelten verboten. Glück gehabt. Ja, so, ich bin fertig, fix und fertig. Wir haben so 9 Uhr. Da ich heute nicht vorhabe, habe ich mich jetzt wirklich nicht beeilt. Jetzt geht's auf dem Fahrradweg da hinten durch und dann Richtung Girona. Hier ist leider keine Sonne reingekommen, heißt ich freue mich jetzt da hinten auf die Sonne. Und dann spielen wir das gute, altbekannte Spiel. Warum hast du nicht dort geschlafen? Hier ist viel besser. Ich bin gespannt. So Leute, und da ist der Platz. Hier wäre perfekt gewesen. Ein bisschen außerhalb von einem Dörfchen. Ist hier so ein kleiner Park mit Toiletten und allem drum und dran. Oh, hier wäre ganz angenehm gewesen. Naja, war so 5 Kilometer noch weiter. Naja, kann man nicht mehr ändern. Akzeptanz, Akzeptanz, Akzeptanz.
Ich kam immer wieder durch kleinere Dörfer und irgendwann war es warm genug, die Sachen zu trocknen. Dafür fand ich dann zufällig den perfekten Platz auf einer riesigen Betonplatte, die nebendran auch noch eine E-Bike-Ladestation hatte, wo ich mir noch Strom borgen konnte. Strom beim Bikepacking ist mal wieder so eine Sache für sich. Ganz besonders für mich, da ich mit mehreren Kameras und einer Drohne unterwegs bin, heißt, ich brauche eine ganze Menge davon. Gepaart mit dem Bikepanner-Prinzip, dass ich meist wild campe, führt das zu einer ganz eigenen Strategie. Ich brauche etwas, was in Pausen sehr schnell laden kann. Das benötigt nicht nur einen besonderen Akku, sondern auch einen passenden Lader und Kabel. Und diesen Vorteil bezahlt man meist mit Größe und Gewicht. Aber die Flexibilität ist mir wichtiger und so setze ich auf Komponenten, die eine Ladegeschwindigkeit von mindestens 67 Watt unterstützen. Das gibt mir die Möglichkeit, in Pausen am Supermarkt, in Restaurants, am Friedhof oder hier zum Beispiel an der E-Bike-Station schnell die Akkus aufzufüllen. Und somit komme ich gut über die Runden. Für eine Grundversorgung habe ich in meinem Vorderrad noch einen Nabendynamo eingebaut, der nicht nur Licht liefert, sondern auch über einen kleinen Transformator eine weitere Powerbank lädt. Dadurch habe ich die Sicherheit, dass mein Fahrradcomputer und Handy definitiv immer geladen sind. Und somit kann ich über weite Teile relativ autark unterwegs sein. Um ehrlich zu sein, habe ich auch noch ein paar andere Strategien in der Hinterhand, aber darüber können wir mal ein anderes Mal reden. Jetzt geht's aber wirklich nach Girona. Ich habe jetzt noch die Pause genutzt, um ein bisschen so die nächsten Tage zu planen. Und was ich glaube ich machen werde, ich werde aus Girona nordwestlich rausfahren und dann Richtung Costa Brava hoch und da dann tatsächlich die nächsten, weil ich habe jetzt halt den heutigen Tag, morgen und übermorgen noch bis nach Barcelona zu kommen und das sind dann noch ein paar mehr Kilometer. Genau, und wenn ich will, kann ich dann immer noch gemütlich ins Meer springen. Schauen wir mal. Aber auf alle Fälle sind es nicht sehr viele Kilometer. Und dann waren wir endlich da. Der nächste Meilenstein der Tour, die Fahrradhauptstadt Girona. Und so ging es für mich erstmal in die Innenstadt, bevor ich dann weiter ans Meer fahren wollte. Ich habe schon viel über die Stadt gehört, was das Fahrradfahren angeht, aber ich wusste tatsächlich gar nicht, wie schön es dort ist. Und so ging es für mich wie üblich auf eine Sightseeing-Runde. Und wie natürlich zu erwarten war, war die gesamte Innenstadt voller Fahrradfahrer. Girona ist bei Rennradfahrern und Gravelfahrern gleichermaßen beliebt, da hier einfach alles zusammenkommt. Das gute Wetter, die guten Straßen und die Berge, aus denen ich an diesem Morgen gekommen bin. Da ich doch noch relativ früh dran war und um mir noch ein bisschen die Zeit zu vertreiben, schlenderte ich durch die Gassen und nach einem guten Mittagessen hieß es Girona und den Pyrenäen Adieu zu sagen und Kurs auf die Costa Brava zu nehmen. Tal vez podrás vivir sin culpa y reproches, brindando por las noches tu cruel traición. Pero vendrá el día en que tu fantasía se vuelva tan vacía como tu corazón. Miguel, el tiempo floreció mi vida. Por fin ob ich wohl Gegenwind hab auf die letzten 10 Kilometer. Ah, mein Gott.
eingekauft ist. Wasser habe ich auch. Jetzt folgen wir dem El Ter zu seiner Mündung und dann war es das für heute. Leute, was soll ich sagen? Wir haben es geschafft. Wir sind an der Costa Brava. Schaut euch das mal an. Wir sind wieder am Mittelmeer. Da hinten, mein Flussbuddy, fließt da hinten rüber rein. Mal gucken, ich muss morgen da hinten rüber und dann geht es über die Berge immer weiter Richtung Lloret de Mar, Barcelona und so weiter. Ja? Aber wir sind wieder da. Super Strand, kaum Leute hier. Mal gucken, das da hinten ist Naturschutzgebiet, heißt zum Campen werde ich noch ein bisschen wieder zurückfahren. Hier am Strand ist auch ein bisschen zu windig. So, mal schauen, ob das Meer hier ein bisschen wärmer ist. Oh Mann. Aber ich bezweifle es. Schauen wir mal. So. Komm her. Oh! Oh! Ja, kalt. Aber ich gehe definitiv rein, hey. Oh. Für heute haben wir es geschafft, es ist 5 Uhr. Jetzt wird ausgeruht noch von gestern. Dolor. Hallo zusammen, ein neuer Tag ist angebrochen. Ich bin wieder am Strand und ja, es sieht ein bisschen wild aus, aber der heutige Tag beginnt mit einem kleinen Mikroabenteuer. Und zwar die Flussüberquerung bzw. die Überquerung der Mündung vom Ter. Ich habe schon gespottet, um zu gucken, wie tief es ist. Spoiler-Alarm, tiefer als gedacht. Badehose ist bereits an. Heißt, ich werde wahrscheinlich mein Fahrrad über Kopf rüber tragen müssen. Mal gucken. Und ansonsten, da ich eigentlich nur noch 150 Kilometer habe, ist eigentlich der Plan, nur noch einen schönen Platz zu finden und weiter gemütlich auszuruhen. Naja, nachdem ich es geschafft habe, mein Fahrrad darüber zu bringen. Gucken wir mal. Ansonsten steht heute eigentlich nicht viel an, außer ein bisschen die Costa Brava genießen. Und mein Fahrrad durch diesen Sand zu schieben, hey. Naja, mal gucken, wie tief es wirklich ist. Ich bin jetzt noch nicht reingegangen, also noch nicht ganz rein. Sonst wäre nämlich meine Bib noch nass geworden. So, ich teste jetzt mal die Tiefe, damit ich gucken kann, wie hoch ich das Rad heben muss, wenn ich darüber will. Wie gesagt, es ist nicht weit, aber ich möchte wirklich nicht, dass irgendwas in das Salzwasser reinkommt. Klar, ist eine Mischung zwischen Salz und Süßwasser, aber das Salzwasser vom Meer drückt sich natürlich hier in die Mündung mit rein. Also schauen wir mal. Okay, Stelle 1, wie ihr gesehen habt, nicht möglich. Geht bis zum Kinn. Mal schauen, ob wir eine andere Stelle finden. Okay, nach ein bisschen Ausprobieren habe ich eine Stelle gefunden, da vorne. Da ist es zwar breiter, aber dafür geht mir das Wasser nur bis zum Bauchnabel. Heißt, da gehen wir jetzt rüber. Alles klar. So, Fahrrad ist drüben. Jetzt kommt noch der Rest. Mit Rest meine ich natürlich auch euch. Boah, ich muss sagen, die Schuhe so nah an meiner Nase ist keine gute Entscheidung, hey. Man merkt, die haben Wasser abbekommen. Das ist irgendwie wie die Farbe mit dem Skorpion und dem Fuchs und dem Frosch und der Gans. Ich weiß nicht mehr, wer war alles nochmal in dem Boot? Egal, ich bin das Boot heute. Jo, dann Leute, gehen wir mal rüber hier.
Alles nur, um 7 Kilometer zu sparen. Ah ja, egal. Ein bisschen Abenteuer muss sein, wenn man heute nur 80 Kilometer oder so fährt. So. Okay. Da muss ich hin. Ach ja, und damit waren wir an dem Teil der Costa Brava angekommen, den ich nicht so mochte. Eingetauscht hatte ich den einsamen Strand von gestern mit der wunderschönen Aussicht gegen Touristenhochburgen mit riesigen Hotelkomplexen, unzähligen Restaurants und Souvenirshops nebeneinander für all die Besuchermassen, die jedes Jahr an die Costa Brava kommen. Eine gute Einstimmung für den morgigen Tag. Oh, Leute. Furchtbar. Ich bin jetzt in einem Ort, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Und hier ist einfach ein Laden nach dem anderen. Es hört einfach nicht auf. Einfach nur Restaurants, Laden. Funktionieren ohne eine App oder irgendwas. Es lädt einfach alles. Erster Climb geschafft. Jetzt kommt eine kleine Abfahrt. In den nächsten Climb. Das geht jetzt die ganze Zeit hoch und runter. Erzähle ich bis Lloret de Mar. Aber das ist für morgen. Ja, ich fahre mal ein bisschen weiter. Mal gucken, irgendwo da rechts vielleicht dann ein gemütliches Plätzchen suchen. Ja. Und dann ein bisschen ausruhen, ne? Ein Campplatz wurde gefunden. Darf ich vorstellen? Das ist er für heute Nacht. Um hierher zu kommen, musste ich tatsächlich, also die Straße ist irgendwo da hinten, hier hinter dem Hügel. Und auf der einen Seite ist ein Eingang und dort, der ist hier mit Steinen zugemacht, damit da wahrscheinlich keine Camper hin können. Und dann muss man hier durch, so den kleinen Pfad, landet man tatsächlich hier. Genau, aber ansonsten glaube ich, das ist der perfekte Campingspot, denn mein Balkon mit Aussicht für heute Nacht. Da hinten ist die nächste Touristenhochburg. Da sieht man auch die Straße. Hier geht es tatsächlich nicht mehr weiter. Und da unten ist das Meer, Leute. Was für ein wunderbarer Campingspot. Ich muss zugeben, das ist einer der schönsten Orte, an denen ich je gecampt habe. Und an einigen Abenden in den folgenden Bikepacking-Abenteuern mit wesentlich schlechteren Übernachtungsplätzen würde ich mich an diesen Ort zurücksehnen. Ich glaube, das wurde sowas wie mein Happy Place. Neben Balkon und Meerblick gab es auch einen Kräutergarten, an dem ich mich für die allabendliche Nudel bedienen würde. Dieser Platz und die Berge waren das genaue Gegenteil zu den Touristenhochburgen, durch die ich den ganzen Tag gefahren war. Und ich glaube, es ist leicht zu erraten, was ich lieber mochte. Also nutzte ich die Zeit und ruhte mich ein bisschen aus. Ein etwas ungewöhnliches Gefühl für mich, da ich eigentlich sonst immer bis in den Abend hinein fahre. Das war einmal eine willkommene Abwechslung und für mich ein perfekter letzter Abend für die Tour.
So, ein paar Stunden sind jetzt vergangen. Tatsächlich ist die goldene Stunde schon rum und wir gehen jetzt eher so in die blaue Stunde rein. Bisher ist niemand gekommen und es ist wirklich ruhig. Man hört nur noch das eine oder andere Motorrad. Aber ansonsten ist es wirklich ruhig geworden. Ich sitze jetzt hier schon eine Weile da, habe jetzt geguckt, wie langsam immer mehr Boote vom Meer verschwinden. Da hinten versteckt sich noch eins. Aber ja, selbst die See macht sich langsam für die Nacht bereit. Ich muss sagen, war eine coole Tour. Ist ja eigentlich nur eine Vorbereitungstour. Ich habe jetzt seit 4 Wochen Zeit, dann geht's wieder los. Heißt, jetzt werden ein paar Sachen neu gekauft, ein paar Sachen angepasst, ein paar Learnings durchgegangen. Mal gucken. Ich bin schneller als gedacht. Die nächste Tour ist ein bisschen tighter geplant. Da geht's eher so Richtung 150, 160, 170 Kilometer. So meine Goldilocks-Zone, wo ich am besten fahre. Mal gucken. Aber mit sehr viel mehr Höhenmetern. Schauen wir mal. Wird interessant, ja. Na dann, Leute. Ich genieße noch ein bisschen hier die blaue Stunde. Schon noch ein bisschen trübsinnig aufs Meer hinaus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen an Tag 15 zum letzten Ritt auf dem Bock. Gute Nacht. Morgen. Von meinem Balkon. Ja, der letzte Tag bricht an. Heute die letzten 100 Kilometer. Jetzt geht es noch ein bisschen bergauf, bergab. Dahinter die Küste entlang. Und dann geht es einfach nur noch die Touristenhochburgen langsam Richtung Barcelona. Ja, der Bock ist bepackt. Bereit für den allerletzten Ritt in die große Stadt heute. Let's go! Ja, und damit ging es auf die letzten 100 Kilometer von Project Barcelona. Der Morgen führte mich durch das letzte schöne Stück des Tages, entlang an der Küste über die Bergstraße. Es ging immer wieder auf und ab und mir fuhren große Rennradgruppen entgegen. Das Gebiet gehört zu den beliebtesten Strecken und ist ein typisches Ziel von Rennradfahrern aus Girona. Ich genoss jeden einzelnen Meter, denn bald würde ich die Einsamkeit gegen einen weiteren Schwung Touristenhochburgen an der Costa Brava eintauschen. Wir kamen nämlich Lloret de Mar immer näher. Ja, da sind die ganzen Reisebusse nach Lloret de Mar unterwegs. Ja, hier beginnt definitiv die Touristenhochburgen, die ich ja, wie ihr wisst, so liebe. Und dann ging es noch in die letzte große Abfahrt der Tour. Und die nächsten Kilometer sollten wirklich nicht zu den schönsten dieser Reise gelten. Und deswegen würde ich sagen, Schnelldurchlauf. Am letzten Tag noch. Oh, so ein Mist. Mal gucken, ich pumpe mal auf. Vielleicht hält er noch die Luft für die letzten paar Kilometer. Wenn nicht, kommt einfach der andere Schlauch rein. Leute, schlechte Nachrichten. Ne? Die Luft hält nicht. So, der andere Schlauch war leider nicht mehr zu retten. Ne? Der war irgendwie über eine ganze Stelle drüber. Ich weiß nicht genau,
Das war einfach vollkommen zersetzt oder so. Selbst mit einem Knoten drin geht das nicht, wenn man die TPU-Schläuche nicht mehr richtig dehnen kann. Mit einem Butylschlauch geht das tatsächlich noch. Deswegen für die letzten 30 Kilometer der zweite Ersatzschlauch. Mal gucken, ich überprüfe nochmal alles nach groben Sachen oder scharfen Sachen, die drin sind. Und dann machen wir uns mal auf die letzten 30 Kilometer. Daher. Ich würde mal sagen, der ist durch. Gibt es einen neuen Satz, sobald ich daheim bin. Ein Gutes, der Patch hält. Das ist nicht das Problem. Aber ansonsten. Naja, drin scheint nichts zu sein. Also rein mit dem neuen Schlauch. Ärgerlich. Die Luft scheint zu halten. Ich hoffe, das reicht für die nächsten 30 Kilometer. Jetzt Hinterrad einbauen und dann geht's wieder auf die Straße. Alles klar. War ja klar. Ohne eine letzte Panne konnte diese Tour ja nicht enden. Aber nun konnte mich nichts mehr aufhalten. Und mit großen Schritten am Meer entlang ging es Richtung Barcelona. Und damit auch dem Ende der Reise entgegen. Ich kann sie sehen, die Kirche. Ich bin gleich da. Nur über die Kreuzung. Man sieht da hinten schon den Kran und eine Spitze. Ja, langsam setzt ein. Die Tour ist vorbei. Ja. Sobald die Ampel grün wird, ist das der Startschuss für die letzten Meter der Tour. Okay, die Ampel ist der Startschuss für die letzten Meter der Tour. Ich sehe schon die Touristenmassen. Lieben wir. So Leute, es ist offiziell. Wir sind da. Das waren jetzt, glaube ich, ungefähr so 1800, 1900. Ich werde noch mal eine Aufstellung am Ende machen. Kilometer, einige Höhenmeter. Schön war's. Keine großen Pannen. Der Bock sieht furchtbar aus. Der und ich haben definitiv eine Wäsche verdient. Damit sind wir jetzt tatsächlich durch. Ich mache mir noch ein paar schöne Tage. Willkommen in Barcelona. Die folgenden 3 Tage wurden dem Sightseeing der Stadt gewidmet. Direkt am ersten Tag hatte ich natürlich Glück und es begann direkt zu regnen. Wirklich aufhalten konnte mich das aber nicht. Und ich machte eins, was ich seit 2 Wochen nicht getan hatte: Schritte sammeln. Und so wurde zu Fuß die Stadt erkundet. Besonders das alte gotische Viertel am Hafen hat's mir angetan. Naja, wie gesagt, mit Kleingassen bekommt man mich eigentlich immer. Zugegebenermaßen waren die Menschenmassen eine kleine Überforderung. Nachdem ich 2 Wochen ausschließlich allein unterwegs war, nicht verwunderlich. Und was natürlich auch nicht fehlen durfte, war das gute Essen. Nachdem mein Körper dann auch endlich zur Ruhe gekommen war, nach all den Kilometern, verschwand schlussendlich auch die Erkältung. Und ein weiteres Ziel meiner Reise war endlich erreicht. Und ohne weiterhin meine Nase hochziehen zu müssen, genoss ich den Aufenthalt in der Hauptstadt Kataloniens.
2 Dinge hatte ich allerdings noch zu tun, und zwar Souvenirs kaufen. 2 Kühlschrankmagneten von der Stadt für meine Mutter und meinen Friseur und ein Souvenir für mich in Form eines 15er Schraubenschlüssels, den ich zum Schluss einer Tour benutze, um meine Pedale abzunehmen. Am Ende besorgte ich für eine kleine Spende für die Kaffeekasse einen Karton bei einem lokalen Bikeshop, was dann das Ende meiner Reise einläutete. Im Hotel wurde das Fahrrad noch schön in Luftpolsterfolie eingewickelt und im Karton sicher verpackt. Ja, und am nächsten Morgen ging es dann zum Flughafen. Dort verschwand der Karton im Sperrgepäckschalter und wie jedes Mal hoffte ich, dass alles heile ankommen würde, auch wenn er umgedreht verladen wurde. Und dann legte das Flugzeug die Strecke, für die ich mit dem Fahrrad 2 Wochen gebraucht hatte, in 2 Stunden zurück. Immer wieder ein seltsames Gefühl. Die Rückfahrt mit dem Zug, mit dem Auto oder mit dem Flugzeug ist dann bei mir immer der Moment, wo die Erinnerungen an die Reise zurückkommen. Tag 1 am Ulmer Münster, mein erstes YouTube-Video. Ich konnte kaum in die Linse gucken. Die Tage darauf, die es durch das kalte Deutschland ging. Nicht zu vergessen, das Bad im Rhein. Dann die nächsten 2 Tage durch die Schweiz. Ich hatte eigentlich mehrere Tage vorgesehen, aber anscheinend 2 haben gereicht. Und dann Frankreich. Die Chartreuse immer noch unübertroffen. Gefolgt von den Schluchten der Ardèche und die Schluchten von Galamü. Was für eine Wiedergutmachung. Und natürlich gab es auch Lowpoints. Ich möchte gar nicht mehr an den Tag am Kanal denken. Und dann noch der Gegenwind. Auch der Gegenwind. Und ehrlich gesagt, ich glaube, der Aufstieg in die Pyrenäen wäre bei Sonnenschein sicherlich schöner gewesen. Oh Gott, und ich habe an Tag 1 meinen Rucksack vergessen. Es begann schon wundervoll. Aber ja, ich glaube, diese Tour hatte tatsächlich alles. Wunderschöne Städte, imposante Schluchten, tolle Wahrzeichen, schnucklige kleine Dörfer, das Mittelmeer und einen der besten Campingspots, an dem ich je war. Eine Sache habe ich allerdings nicht geschafft. Ende Oktober 2025 wurde offiziell verkündet, dass nun dieser Grada Familia höher als der Ulmer Münster sei. Damit hatte ich versagt. Naja, mit diesem Fakt müssen wir Ulmer jetzt leben. Wir können ja immer noch sagen, dass Einstein hier geboren wurde. Ich glaube, viel Neues gelernt habe ich auf der Reise auch nicht. Außer vielleicht eine kleine Erkenntnis über mich selbst. Ich habe wirklich keine Ahnung, was es bedeutet, gemütlich Urlaub zu machen. Aber vielleicht war der Sinn der Sache auch eher, dass ihr etwas über mich lernt. Jetzt wisst ihr ja so einigermaßen, wie ich unterwegs bin und könnt meinen Dachschaden ein bisschen genauer einordnen. Ich meine, niemand zwingt mich dazu, aber im Herzen bin ich einfach ein Bikepenner. Und irgendwie glaube ich auch, das wird sich nicht ändern. Und natürlich wurden auch neue Erinnerungen gemacht. Und es wird nicht lange dauern, dann können wir weitere Fotos auf den Haufen werfen. Die Reise war auch eher als Vorbereitung gedacht. Mit 2000 Kilometern zählt es für mich auch eher so zu den mittleren Touren. Denn das große Ding für das Jahr sollte erst noch kommen. Und wieder erwartend kam der Karton in Stuttgart vollkommen heil an. Die Zugfahrt von Stuttgart nach Ulm brauchte ungefähr so lang wie der Flug von Barcelona nach Stuttgart. Und irgendwann kam auch wieder die Spitze des Ulmer Münsters zum Vorschein. Ich war wieder zu Hause. Und das erste, was ich mir daheim holte, war natürlich eine Erkältung. Absolut glorreich, ne? Geht das wirklich? Guten Morgen zu Tag 4. Das wird nicht sein. Oh, Alter. Schweiß geht an meinem Auge vorbei. Was ein Gefühl, hey, hier durchzufahren. Was für ein Gefühl. Ja, Leute, ihr habt's gesehen, Wäsche ist Boah, so fertig jetzt. Guten Morgen, Guten Morgen. Doppelscheiße. So Leute, ich bin jetzt in... Oh, wie heißt das Ding nochmal? Und die Akkus an der Steckdose...
Stadtkern. Super, richtig schön. Aber eine Straße weiter, bam, hässlich. Verkehrs. Ich wirklich nicht ausprobieren. Will ich an einem Ort gestern Abend. Kolde. Ich Maß. Ja, aber hoch fährt tatsächlich keine Sau. Ich bin der einzige Depp, der hochfährt. Guten Morgen. Die Deutschen können ja Drive-Thru nicht aussprechen. Aber Mac-Auto, also wir sagen Hallo, again. And begin again. I'll return as rain and begin again. So. Und in dem Zuge möchte ich auch dem Sponsor dieser Reise danken, meinem Arbeitgeber, der durch fortlaufende Lohnzahlungen diese Reise erst ermöglicht. Dankeschön.